Ja, keine Bange, wir sind hier nicht im Krieg, aber ihr kennt sicherlich das Flugzeug, die Me 109. Ein wirklich schönes Flugzeug. Ich muss mich dann immer an früher erinnern. Ich habe dieses Flugzeug mal als Modellflugzeug gebaut und ich weiß noch, es war sehr schwierig, das mit dem richtigen Gewicht hinzubringen. Da sind so viele Sachen dran. Wenn man alles anbaut, dann wird es halt immer schwerer und beim Modellflugzeug ist es halt auch wichtig, dass es leicht ist. Aber die Me war halt schon ein sehr schnelles Flugzeug. Wenn wir noch schneller fliegen wollen, ich gehe mal etwas nach rechts, dann haben wir heute, oder wir hatten, müsste ich eigentlich sagen, ein noch schnelleres Flugzeug. Ja, das ist hier die Concorde. Und die wird es, wenn ich das richtig verstanden habe, demnächst im Simulator geben. Schauen wir mal, was da so passiert. Aber wir wollen euch heute noch was ganz anderes zeigen. Nicht die Concorde, das ist jetzt mal so ein Vorgeschmack für die neue Version, die mobile Version 2023. Und ich sitze hier bei IPAX mit dem Jan. Hallo Jan. Guten Tag, schön, dass ihr wieder da eingeschaltet habt. Ja, schön, dass wir mit dir so tolle Videos machen können. Vielen Dank dafür nochmal. Ich hoffe, die Concorde hat euch schon gut gefallen. Ja, die zeigen wir euch bestimmt noch mal ein bisschen. Das mehr. Problem ist immer, dass wir ein bisschen Druck kriegen, wenn wir zu viel zeigen, was hier die Chefs nicht so ganz wollen. Aber wir haben, glaube ich, schon einiges verraten können. Und die Zuschauer sind da hoffentlich neugierig mit dem, was es in Zukunft gibt. Richtig. Jan, wir wollten heute mal irgendwas anderes machen. Wir wollten mal irgendwo hinfliegen. Eine Mission fliegen zum Beispiel. Genau. Jetzt haben wir hier das iPad. Was müssten wir dazu machen? Also ich stehe jetzt im Moment einfach mal in Frankfurt. Wir wollten ja mal schnell fliegen. Ich weiß, mit der Concorde, da ist man doch immer nach, wo ist man nach Denver geflogen? Ja, auch nach New York. New York, New York. Denver wollte ich mal hin. Ich weiß nicht, oder auch New York. Was haben wir denn hier für Möglichkeiten? Wir sind dann zwar nicht ganz so schnell, aber geh doch mal auf Missions. Ich zeige dir mal die Missionen, ja. Diese Missionen. Dieses Menü von den Missionen. Genau. Und dann gucke ich mal, welche mir da so Empfehlungen werden. Also guck mal hier, könnte ich jetzt von Frankfurt einfach nach Ibiza fliegen. Ja, da will ich aber nicht hin. Willst du nicht? Nö, das wird zu crowdy da. Schauen wir mal, was gibt es denn noch hier? Frankfurt. Flug mit dem A380. Das ist auch so ein großer Flieger, ne? Ja. Ja. San Francisco. Wäre zum Beispiel okay. Ja, das wird der Boeing 777. Den können wir machen. Oder über unsere 747 kann man auch fliegen. Okay. Gibt ja noch ganz viele andere zur Auswahl. Hier zum Beispiel von Paris nach London, ja, auch super. Kann man alle möglichen Flüge sich dann aussuchen. Ja, wir können auch, guck mal, hier kann man auch nach Madrid fliegen. Ja. Ja, aber ich will jetzt nach USA. Nach USA? Klar. Wir können zum Beispiel von Gatwick nach San Francisco fliegen. Wollen wir das mal machen? Das könnten wir auch machen. Oder von San einverstanden. Francisco nach Frankfurt können wir auch machen? Nee, du willst das ja? Dann eher von Frankfurt nach San Francisco, wenn wir das haben. Gucken wir mal, ob wir das haben. Ja. War das nicht oben schon irgendwie? Soll ich nochmal schauen? Oder Innsbruck, aber Innsbruck, Frankfurt. Die Flüge, die wechseln sich ja hier. Die sind teilweise auch hier, so. San Francisco, Frankfurt. Habe ich doch richtig gesehen. Ja. Da fliegen wir aber von San Francisco nach Frankfurt. Willst du das? Nee, von Frankfurt nach. Ich wollte ja in Frankfurt starten. Wir können auch von Paris nach London, Frankfurt. Von Frankfurt Münster, nach... Frankfurt, Frankfurt, San Francisco links. Den da? Ja, oder den. Schau mal. Ja. Was kann man denn hier? Jetzt haben wir hier das mal angetippt. Jetzt haben wir hier die Route, die sehen wir jetzt auf der rechten Seite. Gibt es auf dieser Seite noch irgendwas zu verändern oder zu sehen? Da oben ist noch so ein Kreuz. Da kann ich dann, wenn ich das habe, kann ich wieder die ganze Ich kann da reingehen Route und kann das... Ja. Ich kann hier immer noch auf der Karte... da kann man auch sich das genauer anschauen. Okay, und links, wo wir jetzt hinwollen, dass wir mal sehen, da ist dann San Francisco. Nach San Francisco, da kann ich auch hier auf der Karte natürlich nochmal reingucken. Genau. Hier hat da schon einen Anflug geplant für uns. Den sieht man jetzt schon. Der ist schon geplant, ja. Ja, das ist ja alles vorgeplant. Und was haben wir jetzt an Informationen? Jetzt haben wir die Sichtweite, 22 Kilometer, klarer Himmel. Blauer Himmel im Prinzip. Hier steht die Flugdistanz in nautischen Meilen und wie viele Stunden. Also 10 Stunden würde das jetzt dauern, wenn man das in echter Geschwindigkeit fliegen würde. Ja, können wir jetzt machen. Hast du dich mit Kaffee eingedeckt? Ich habe ganz viel Kaffee. Ich hoffe, ja, dann haben wir ja gar kein Problem.
Nein, wir können das natürlich auch überspringen. Den Reiseflug müssen wir nicht in voller Zeit Das ist schön. Das heißt, angucken. Ja. ich kann also zwischendurch irgendwie so ein paar Stunden mehr oder weniger schlafen Ja. und erlebe dann nur den Start und die Landung. Ja, du brauchst gar nicht schlafen, du kannst einfach auf eine Taste drücken und schon bist du ganz viel weitergesprungen. Du springst also hier immer ein Stück weiter auf der Route. Das heißt, wir fliegen jetzt keine 10 Stunden. Nee. Was steht hier noch? Der geplante Airliner-Flug von Frankfurt, EDDF, nach San Francisco, KSFO mit Airbus A380-800. Du magst aber eigentlich immer den Dreamliner, ne? Das kann man auch ändern. Da beginnen wir aber erstmal den Flug. Und dann, Dann starte jetzt mal, hier steht sofort fliegen. Zack. Einmal da drauf. Mal schauen, was da passiert. Jetzt stehen wir auf der Piste. Sofort fertig. Und ja, okay, Frage, wenn wir jetzt das Flugzeug wechseln wollten, das ist ja vorgegeben. Ja, man kann das trotzdem wechseln. Ich kann hier zurückgehen und sagen, aha, was haben wir denn da? Ja, den Dreamliner zum Beispiel. Den Dreamliner, genau. Da, 787, genau. Nehmen wir noch den. Kann man ja auch nochmal eine andere Bemalung machen. Was hättest du denn gerne? Das blaue da. Die blaue? Den holländischen Flieger. Genau. Zack, und jetzt steht der Dreamliner da, startbereit in Frankfurt. Wow. So, wir haben aber jetzt noch, wir fliegen jetzt die gleiche Route, ist immer noch vorgesehen, die ist vorbelegt. Richtig. Die wir jetzt abfliegen wollen. Die gleiche Route ist noch eingetippt und wir haben jetzt einen kompletten Flugplan, der ist schon fertig für uns eingestellt, von Frankfurt. Super, das wollen wir jetzt machen. Bis nach San Francisco. So, wie fangen wir an? Müssen wir noch irgendwas, der Motor läuft schon, oder? Alles fertig, startbereit. Alles fertig, startbereit. Triebwerk gelaufen. Ich habe gesehen, da oben haben wir so ein Head-Up-Display. Ja, hier, da kannst du dann durchgucken. Das kann man auch wegmachen. Kann man das wegmachen? Das stört immer so ein bisschen in der Sicht. Das können wir vielleicht in einem anderen Video nochmal erklären. Wo war das? Hier oben, da am Rahmen kann man einfach tippen. Und dann kommt es runter zack, zack, und wieder zurück. Super. Machen wir jetzt weg. Ja, dann würde ich sagen, starten wir doch, oder? Ja, wenn wir jetzt schon soweit fertig sind, dass wir schon loslegen können, müssen wir nichts mehr einstellen. Wir können jetzt sofort loslegen. Ja. Okay. Wir haben ja auch, der Autopilot also ist soweit vorbereitet. Der hat hier auch schon die Reiseflughöhe gesetzt. 40.000 Fuß steht da auf dem Display. Lass uns das mal kurz anschauen. Und die kann 40.000 Fuß, das ist unsere Ausgangshöhe. Ja, und wenn man jetzt rechts auf dem... Und dann steht da 160 Knoten, stand da noch. Genau, schau mal hier oben. Da warst du zu schnell. Da haben wir 40.000 Fuß eingestellt. Man kann ja auch weniger machen erstmal. Das kann man jetzt, obwohl die Route vorgesehen ist, kann ich jetzt noch alles verändern. Richtig, genau. Und hier haben wir das Heading von 250. Das ist jetzt der Kurs. Das lassen wir aber drin, damit wir auch da hinkommen. Sonst müssen wir noch länger fliegen als 10 Stunden. Und das ist jetzt die Geschwindigkeit. Das ist die Geschwindigkeit, jetzt mal vorübergehend. Die nehmen wir für den Start so auf 160 Knoten, genau. Okay, dann sind wir schnell genug und fallen nicht vom Himmel. Ja. Ja. So, das ist eigentlich schon alles. Hier haben wir die Route. Dann würde ich sagen, lass uns da mal loslegen, weil 10 Stunden ist eine ganze Menge. Ja, müssen wir auch irgendwie los. Ich gebe jetzt hier einfach mal Vollgas. Gut. Du hast ja schon Triebwerk. Ich mach mal lauter, oder? Mach mal laut. Ist doch ein schönes Geräusch. Piloten hören das immer gerne und die Zuschauer von unten in der Nähe des Flugplatzes, die hören das natürlich nicht so gerne. Genau. Aber wir wollen ja fliegen, wir sind mit der Fliegerei verbunden. Jetzt kann ich abheben. 150 Knoten habe ich erreicht. Ja, machst du das selber? Ich dachte, das macht jetzt alles der Autopilot. Nee. Das mache ich jetzt gerade selber. Das machst du. Du kannst aber auch das Ganze automatisch abfliegen lassen? Ja, ich kann den Co-Piloten fliegen lassen, genau. Vom Start an oder? Komplett. Komplett. Ganze, ja. Okay. Und ich steuere jetzt hier noch manuell So, gerade. jetzt mit der Steuerung, du bewegst da rechts deinen Daumen, man sieht da kaum etwas. Das heißt, so ein jetzt kann man so ein bisschen, Steuerknüppel. das ist so ein Viereck, wo man den Steuerknüppel drin bewegen kann. Und das ist dann gekoppelt mit diesem Steuerknüppel hier, ne? Also Okay, das beweg das mal, ja. links, rechts, hoch, runter. Okay, wunderbar, alles klar. So wie das Steuerhorn im Flugzeug. Ich glaube, das ist so verständlich. Ja, jetzt sind wir ja abgehoben. Ich sehe gerade, die Route macht eine Rechtskurve. Ich mache einfach mal den Autopiloten Ja, wo an. siehst du das? Mach mal langsam. Du siehst, Ich sehe das die hier auf Route dem macht Display. eine Rechtskurve. Warum? Woran siehst du das? Wir wollen ja nach Frankfurt. Hier ist eine magentafarbene Linie. Ja. Ja, Und diese Linie, die macht jetzt eine Rechtskurve. Wir fliegen ja jetzt nach oben und hier nach rechts. Zeigt es mir an, ich soll eigentlich nach rechts fliegen. okay.
Und der Autopilot, der ist ja schon vorbereitet gewesen, der sagt mir auch, ich soll nach rechts fliegen. Dieser Balken hier ist rechts von der Mitte, der Vertikale. Also will er nach rechts die Kurve fliegen. Ja, dann fliegen wir nach rechts. Genau. Dann schauen wir nachher noch ein bisschen raus. So. Fliegen wir die Kurve, um die Route wieder einzufangen. Aber ich kann ja auch den Autopiloten fliegen lassen. Das ist ja egal. ein Airliner. Du darfst das gerne selber fliegen, wie du möchtest. Hier auf diesen Knopf gedrückt, Autopilot an. Das kann man dann auch hier nochmal überprüfen. Wenn hier in der Mitte AP steht, da ist der Autopilot an. Jetzt also da oben steht immer die ganze Information, was ich im Autopiloten gerade eingestellt habe. Genau, hier hält er jetzt einen Schub, eine Thrust Reference. Ja, da geht man nicht daran. Er hat also einen konstanten Schub, den zeigt er mal rechts auf den Triebwerken. Er hält jetzt hier einfach diese Steigleistung. Das ist nur die Triebwerksleistung. Der hat einfach so viel Gas gegeben, so wie ich ihn jetzt gerade erlaubt habe. Also macht er 85% zum Beispiel Drehzahl. Genau, das macht er mit dieser Thrust Reference. Okay. Das zweite ist LNAV, das steht für Lateral Navigation. Ja. Das fliegt mir dir diesen Flugplan ab. Also er wird jetzt diesen Flugplan lang fliegen, bis nach San Francisco. Das ist gut, da muss ich ja gar nichts tun und kriege trotzdem Geld dafür. Genau. Und das letzte hier ist VNAV Speed, das ist die Vertical Navigation mit einer gewissen vorgewählten Geschwindigkeit. Er wird jetzt hier, abhängig von wie viel Landeklappen ich draußen habe oder wie schnell ich fliegen darf, je nach Flugroute, ja, wir fliegen also automatisch an die Geschwindigkeit. 212 Knoten, ja. Viel schneller darf ich nicht fliegen. Hier ist dieser rote Balken, der rot gestrichelte. Er sagt mir, ich darf jetzt mit meiner aktuellen Konfiguration nicht schneller fliegen. Ja, haben wir denn da die Landeklappen noch raus? Ich glaube, wir haben noch ganz viel draußen. Schau mal, wir haben die Landeklappen sind noch draußen und das Fahrwerk haben wir auch noch vergessen. Okay, das macht aber jetzt nicht der Autopilot. Der macht kein Fahrwerk rein, der macht keine Landeklappe rein, das müssen wir machen. Richtig. Das heißt, man muss auch noch ein bisschen was tun. Also so ganz schlafen kann der Pilot also nicht. Ich tippe jetzt einfach mal auf den Fahrwerkshebel. So, das Fahrwerk wurde jetzt eingefahren oder fährt jetzt ein. Wo haben wir diese Lampen fürs Fahrwerk? Dann macht das hier digital bei dem Flieger. Ja. Jetzt ist es weg, jetzt ist das Fahrwerk eingefahren. Okay. Genau. Und wir sehen jetzt hier aber noch, Landeklappen sind noch draußen. Dann kann ich hier entweder im Cockpit, wenn ich hier unten den Hebel sehe, kann ich mit dem Finger auch das einfahren. Okay, mach das mal. Also hochziehen, ja. Aber ich habe auch die Möglichkeit, das hier außen genau, ich kann auch das über das da zu machen. Ja, hier haben wir jetzt die ganzen Klappenstellungen. Genau. Ja. Und ich kann jetzt auch sagen, Klappe einfahren. Gut, wir wollen ja jetzt sehen, dass wir bald ankommen. Also hier, fahren wir die Klappen da bei der Geschwindigkeit schon mal komplett ein. Und wenn sie weg sind, weggefahren sind, dann verschwindet diese Anzeige. Komplett. Ja, jetzt ab ist sie weg. Und weg. Wow. Und ich kann auch hier diese Triebwerksanzeigen, die braucht man ja auch nicht mehr. Für den Reiseflug kann ich auch ausblenden. Zack, einmal hier auf Engine, zack, ist es weg. Und so ist es aufgeräumt. Mach nochmal, wo hast du gedrückt? Ah, da. Okay. Engine, ja. Und ich kann auch hier noch mehr machen. Ich kann sogar diese Anzeige rüber machen. Dann ist die auf der rechten Seite mit diesem ICAS dran. Also hier dieser Knopf. Ja, ist das super. Der schiebt Brauche ich mir da die jetzt zwischen nicht links und rechts. Ja. Dann mach das doch mal. Dann haben wir hier eine größere Anzeige. Und die hätte ich gerne. Genau, du kannst auch hier noch mehr machen. Hier unten rechts, also hier unten haben wir so einen Abschnitt vom Flugplan vertikal. Ja. Dann sehe ich also, wir sind jetzt sogar ein bisschen mehr gestiegen, als die Flugroute geplant hatte. Ich kann das aber auch ausschalten. Dann habe ich noch eine größere Karte. Ja. Und das geht hier mit diesen Menüs. Das ist aber so wie im Original ist das auch. Lass das ruhig mal drin. So. Genau. Und wenn ich möchte, dass ich weiter weg und kann, diese gestrichelte Linie ganz unten, das sind aber jetzt nicht die 40.000 Fuß. Das sind die 39.000, die ich hier gewählt habe. Das steht jetzt auf 39, okay. Genau. Und das ist die gestrichelte Linie. Ja. Und da wollen wir eigentlich hin. Da steigt er jetzt hin, ja. Okay. Ich kann hier auch auf dem Display die Reichweite erhöhen. Ne? Da sieht man dann, was alles da für Flughäfen drumherum sind. Hier ist irgendwo Köln, EDDK. Ich muss vielleicht nochmal ein bisschen größer machen, genau. Das ist der Köln-Flughafen. Das wäre also Düsseldorf, da fliegen wir drüber, wir fliegen dann über Düsseldorf. Und das sind jetzt diese 4 Buchstaben, 4 Letter Code EDDK. Für die ganzen Flugzeuge, die gibt's, für die ganzen Flugplätze, und die gibt es immer nur einmal. Und dann kann man die entsprechend einstellen. Wenn ich also nach Köln fliegen will, dann tippe ich ja nicht Köln ein, sondern sage EDDK. Richtig.
So, gut. Jetzt sind wir schon mal unterwegs, das ist schon mal wichtig. Er steigt jetzt immer weiter Ja. und wird dann diese Höhe hier einfangen und wird auf der lang fliegen, bis wir unseren Zielflughafen erreicht haben. Mhm. In der Zwischenzeit sind wir jetzt schon weiter höher gestiegen. Wir steigen ja die ganze Zeit. Wie hoch sind wir jetzt? 18.000 Fuß, Okay, gleich das ist 19.000. Da brauchen wir schon Sauerstoff. Ja. Haben wir die Wir haben ja eine Kabine damit bedruckte versorgt? Kabine, genau. Eine Druckkabine. Ja. Und er hat auch hier die Geschwindigkeit noch weiter erhöht. Das macht er automatisch. Wir sind jetzt über 10.000 Fuß. Dann erhöht er die Geschwindigkeit auf 310 Knoten jetzt in dem Fall. Das ist abhängig von wie viel Beladung wir haben. Rechnet der Computer eine optimale Geschwindigkeit aus. Und das macht dieser Modus hier. VNAV Speed. Man kann das auch manuell ändern. Ich kann das vielleicht kurz zeigen. Wenn ich hier oben bin, in diesem Panel. Hier ist auch nochmal dargestellt, er hält die laterale Navigation und die vertikale Navigation. Und wenn ich jetzt hier unten auf Flight Level Change drücke, dann kann ich manuell eine Geschwindigkeit auswählen. Und ich tippe hier drauf. Dann übernimmt er erstmal die letzte, die er ausgewählt hatte. Und jetzt kann ich hier drauf tippen und drehen. Dann kann ich sagen, er soll langsamer fliegen oder er soll noch schneller fliegen. Also wir wollen schneller fliegen. Genau. Dann machen wir mal 320 Knoten. Dann wird er jetzt die Nase etwas absenken, nimmt die Steigrate etwas raus, um dafür Geschwindigkeit aufbauen zu können. Und dann hier im Profil wird sich das auch nachher ein bisschen verändern. Ja, der wird dann, siehst du, hier wird er mal flacher. Also er steigt jetzt etwas flacher. Ja genau, wir sind ja immer noch über dem Soll. Genau. Also wir wollen ja lieber schnell. Und jetzt möchte ich aber vielleicht auch wieder zurück zu der Route. Also wenn ich jetzt sage, der soll jetzt die Route lang fliegen, dann muss ich das einfach nur einmal antippen. Was du darf. Ja klar, das ist natürlich wichtig. Dann steigt er auch. Dass er dem Flugplan entsprechend fliegt. Genau. Ich kann ja hier noch mal kurz zeigen, also als Pilot muss man ja dann alle halbe Stunde oder alle Stunde überprüfen, ob meine Bordsysteme noch alle okay sind. Okay, das ist ganz interessant. Ja, wir sind ja jetzt oben, das Ding fliegt und wir können jetzt ein paar andere Sachen mal zeigen. Ich tippe hier auf System. System, ja, okay. Diese Seite hier. Ja. Und die kann ich dann auch noch mal auf dem Display umschalten und tippen. Elektrische Systeme oder hydraulische Systeme, das ist alles simuliert, ja, Treibstoff oder. Mach mal nicht zu schnell, dass wir da was sehen. Genau. Also das heißt, also den Druck gibt es in verschiedenen Bereichen, könnte der auch unterschiedlich sein. Genau, unterschiedliche und da Temperaturen. sehen wir die Temperaturen natürlich auch. Hier siehst du auch nochmal die Türen, sind natürlich jetzt alle geschlossen. Hoffentlich. Und Fahrwerk kann man hier auch nochmal gucken. Hier sieht man sogar den Reifendruck für jedes einzelne Rad. Ja, beim Fliegen ist es vielleicht nicht ganz so wichtig, aber vielleicht fürs Landen wieder, fürs Aufsetzen. Hier die Flugsteuerung, die wird man dann sehen, wenn irgendwelche Ruder ausgeschlagen sind. Und hier zum Beispiel auch den Trim. Also hinten haben wir ja die ganze Höhenflosse hier, die ist ja komplett verstellbar. Da sieht man jetzt hier, was für einen Winkel die hat. Und das wird alles hier auch in der Simulation komplett nachempfunden. Das ist alles simuliert, ja. Es gibt ein paar Simulationsseiten, also ein paar Seiten, die haben wir nicht gemacht. Hier gibt es im Original ganz, ganz viele Sachen wie Sicherungsschalter. Wenn eine Sicherung rausfliegt, das kann man hier auch wieder zurücksetzen. Okay. Ja, das haben wir nicht simuliert, aber wir haben sehr, sehr viele Sachen haben wir schon eingebaut. Aber ich habe jetzt... Da kann man hier einfach hin und her wechseln. Ich habe jetzt, wenn ich starte oder fliege, keine Information, was ich jetzt nacheinander tun sollte, oder? Wir haben ein paar Tutorials beschrieben, da kann man sich natürlich dran hangeln. Ja. Da wird dann im Internet erklärt, was man tun muss, um zum Beispiel den Dreamliner zu bedienen. Und eine Checkliste? Kannst du dann hier Gehen wir mal komplett rüber. erklärt. Alles, jeden Schritt, den man machen muss, um zum Beispiel ein Triebwerk vom Dreamliner zu starten. Okay. Genau. Auf welcher Seite sind wir jetzt? Das ist auf unserer Webseite aerofly.com. aerofly.com und dann? Dann geht man hier oben auf Tutorials. Mach mal, Tutorials. Hier. Und dann kann man einfach runterscrollen. Wir haben ganz viele gemacht. Und jetzt will ich aber doch, dass bei einem bestimmten Flugzeug, die sind ja unterschiedlich. Den Cessna Genau. hat ja ein ganz anderes Cockpit. Also hier haben wir von der Cessna ein Tutorial erklärt. Das kann man auch auf Deutsch gucken. Hier oben kann man umschalten. Deutsche Sprache, Okay, Deutsch und englische Englisch schon Sprache. mal. Ja, Ja. Hier ist dann auch die Cessna erklärt. ja. Und in den Tutorials auch weiter unten Airbus erklärt. Boeing oder CRJ 900. Okay, das macht ganz also viele Sinn, Flugzeuge. das vielleicht noch mal kurz durchzulesen, sich damit zu beschäftigen. Genau, da kann man einfach Schritt für Schritt nachvollziehen und selber mitmachen. Genau. Ja, dementsprechend macht es eben auch nachher mehr Spaß, im Simulator zu fliegen oder mit dem Simulator.
Und das ist ja das, was wir letztendlich. Hier werden auch zum Beispiel die Flugmissionen nochmal erklärt. Da kann man hier reintippen, also Tutorials, Flugmissionen, ja. Und da wird sogar erklärt, wie man auch einen Zeitsprung macht. Aber das zeigen wir jetzt am besten gleich mal, ne? Das können wir gleich mal machen, weil wir wollen ja jetzt nicht wirklich 10 Stunden hier sitzen. Genau. Also gehen wir nochmal rüber. Ich denke, nach 10 Stunden da wird mir dann der Magen knurren. Ja. Und du weißt das zu verhindern. Ich gehe mal in die Außenansicht, ja. So, den Ton haben wir jetzt etwas runtergenommen. So, das ist also unser Flieger. Genau. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, auch nach vorne zu springen in der Zeit. Da sieht man hier rechts, die ganze Zeit ist da schon ein Knopf sichtbar. Okay. Ja. Ach, das ist jetzt der Knopf für den schnellen Vorschub, sage ich jetzt mal. Der Zeitsprung. Der katapultiert das Flugzeug, der gibt noch ein bisschen mehr Gas. Ja, ich tippe einfach mal drauf. Ja, mach mal. Und wie viel sind wir jetzt? Da gibt es eine. Springt ja ein ganzes Stück nach vorne. Siehst du hier, du siehst unten noch 6 Stunden. Und wie kann ich denn, der hält es von alleine an? Genau, jetzt mach ich nochmal. Kann ich das jetzt auch mit dem Finger noch bewegen? Das ist noch nicht eingebaut, nein. Aber man kann hier immer noch mehrmals drücken. Man kann auch natürlich wieder sich eine Karte zurücksetzen. Ich kann mal schauen, wo wir jetzt gerade sind. Also auf dem Startplatz. Oh. Guck mal, da sind wir gleich über Island. Und das ist super. Sind wir schon so ein ganzes Stück sind wir vorwärts gesprungen gerade. Wieso ist denn da die Linie so krumm? Ja, das hat mit den Großkreisen zu tun. Das ist die tatsächlich kürzeste Verbindung, auch wenn das nicht so aussieht. Das sieht wirklich nicht so aus. Wir können das doch mal zeigen. Schau doch mal, hast du nicht da so einen Globus? Zeig doch mal den Globus. Doch, da rechts habe ich so einen Globus, wenn du den mal kurz nehmen würdest. Ja. So. Kann man das doch viel einfacher erklären, weil wir sind ja auf einer runden Erde. Dann erklär mal. Und wir sind ja jetzt hier oben gestartet. Hier in Deutschland. Ja. Da in Deutschland. Und wir wollen ja jetzt um den Globus herumfliegen. Hier bis nach San Francisco, das ist auf der anderen Seite. Genau. Und wenn man jetzt schaut... Und jetzt will ich gerade die kürzeste Strecke fliegen. Die müsste doch die geht theoretisch... Nicht hier unten lang, sondern die geht hier oben lang. Und dann siehst du, dass du hier an Island vorbeikommst. Ja, und ich kann ja mal so eine Linie da drauf legen. Also, weil die Erde eine Kugel ist, ist das jetzt die kürzeste Verbindung. Und wenn ich jetzt von vorne schaue, das ist ein bisschen blöd, jetzt ist diese Linie natürlich gebogen. Genau. Und das ist das, was du auf der Karte trotzdem haben wir ja hier von oben gesehen jetzt, das ist absolut die kürzeste Verbindung. Richtig. Das heißt also, wir müssen ständig den Kurs ändern. Jetzt gehen wir hier wieder zurück und jetzt wissen wir auch, warum das so komisch rund ist. Ich habe früher mal gedacht, wenn ich irgendwo hingeflogen bin und wir sind von Florida mal nach Deutschland zurückgeflogen und dann habe ich gedacht, warum sind denn die Linien alle so krumm und so rund? Die könnten doch Sprit sparen, wenn sie kürzer fliegen würden. Gut. Genau, aber das Zu der Zeit hatte ich auch noch keinen Flugschein und hatte keine Ahnung davon. Ja. Dann fliegen wir einfach mal weiter. Wir sind jetzt rausgegangen und wir sind an der Stelle jetzt wieder. Und wir fliegen jetzt weiter. Genau. Ich springe nochmal nach vorne. Nochmal nach vorne. Dann kommt immer, was steht hier unten? Da steht dann, wie viel Distanz und wie viele Stunden du noch fliegen sehr interessant. Wo sind wir jetzt? Über dem Atlantik. Schau doch mal nach, wo wir sind, bitte. Jetzt sind wir gleich über Grönland. Oh, das ist gut. Ja, also wieder ein ganzes Stück weiter gesprungen. Wir fliegen noch weiter. Zack. Und dann siehst du hier die Zeit runterlaufen. So viel Zeit sparen wir uns gerade. Ja, dann mach noch mal weiter. Da ist Grönland unter uns. Ne? Sind wir schon wenn wir jetzt hier oben zweimal oder dreimal tippen, das ist ja dann sofort weg, der Button. Verändert das was? Ich kann auch mehrmals hintereinander springen, aber der Button ist ja, nachdem ich ihn getippt habe, auch gleich weg. Der ist dann, also muss man das immer einzeln machen. So. Also dann tipp nochmal. Und also jetzt kann man nicht mehr tippen. Der muss erstmal rübergehen. Genau. Und muss das im Bild auch natürlich wieder laden. Und ich kann auch hier im Cockpit natürlich gucken. Man kann ja hier rauszoomen, weiter weg gucken. Da ist aber jetzt um uns herum ja gar nichts. Das ist die ganze da gibt es nichts. Da gibt es nur Wasser. Ja. Springen wir noch weiter. Wir springen jetzt einfach mal kurz bis vor die Landung. Ne? 2 Stunden müssten wir jetzt noch fliegen. Jetzt haben wir, glaube ich, schon den amerikanischen Kontinent erreicht. Das ist schon gut. 2 Stunden statt 10 Stunden ist schon nicht schlecht. Ja. Aber wir könnten vielleicht nochmal. Jetzt haben wir. Das ist nur noch 1 Stunde 30. 1 Stunde 33. Immer noch etwas lang, ja. Und während wir springen, dann bleibt hier alles erhalten. Ja? Also ich kann ja auch die Checkliste, die ich jetzt vorher eingetippt hatte, ist alles gleich. Ich kann hier ja
nach dem Start. Also du hast hier die ganzen Checklisten drin, du kannst hier vorm Start, hier nach After Takeoff, was steht hier? Landing Gear and Flaps. Genau. Flaps up and Landing Gear up. Und das, was ich hier auswähle, das bleibt auch alles da. Was wäre das nächste an? Der nächste wäre Descent. Descent, was müssen wir da alles machen? Da müssen wir dann einen Recall machen. Okay. Unsere Notizen checken. Lass doch mal gucken, was wir da machen. Machen wir nochmal groß. Genau. So, Notes, dann Auto Brake. Also ich kann das ja kurz mal zeigen. Landing Data, Approach Briefing. Ja. Wir machen hier nachher ein Approach Briefing machen. Jetzt können wir noch nicht sagen completed. Genau, man kann hier zum Beispiel Cancel Recall, das kann man dann drücken, dann wäre das geprüft. Da war jetzt nichts. Okay. Wenn da eine Meldung wäre, dann würde die hier drüben auftauchen. Ne? Das muss man prüfen, ob da irgendeine Fehler im System jetzt aufgetaucht ist. Ja. Das ist diese Überprüfung. Ne? Dann haben wir es abgehakt, einfach alles angetippt. Wirklich wie im echten. Ne? Das ist wie im echten Flieger. Und Notizen kann man dann überprüfen. Autobrake kann ich dann auch noch mal gleich zeigen. Ich würde sagen, wir springen trotzdem noch einmal weiter. Okay. Und dann schauen wir nochmal, wo wir sind, ja? Ja. Also ich muss schon sagen, das ist schon noch 47 Minuten. Eine wahnsinnige Programmierarbeit, das alles zu machen. Ne? Das sieht alles so einfach aus. Ja. Und hier kann man dann schon sehen, wir sind jetzt irgendwann in der Nähe von unserem Ziel. Noch natürlich ein ganzes Stück weg. Super. Ich kann dir noch mal eine Kleinigkeit zeigen kurz, weil hier steht ja Autobrake. Ja. Dann gehe ich mal hier rüber, ich hoffe, das tut. Hier kann man nämlich auf diesem Electronic Flight Bag kann man auch die Landeperformance ausrechnen. Das ist jetzt hier die Takeoff-Performance, die haben wir ja schon, brauchen wir nicht mehr. Gehe ich hier unten auf Show Landing. Ja, dann hat er hier auch ausgewählt schon, San Francisco, ist automatisch schon eingetippt, das ist so, als ob ein Pilot das schon gemacht hat. Ja, das kann man jetzt zwar schwer sehen, aber steht da, ja, okay. 2,8 links. Und hier unten steht dann auch, welche Landedistanz für welche Bremse gebraucht wird. Ne? Hier wäre dann zum Beispiel für maximale manuelles Bremsen, schätzt er jetzt, dass ich 1500 Meter Landebahn brauche. Und wenn ich die automatische Bremse benutze, dann kann ich mit der Stufe 4 mit 2100 Meter stoppen, mit Stufe 3 brauche ich schon 2500 Meter. Und hier sehe ich dann, welche Bremsen kann ich benutzen, um rechtzeitig auf der Bahn noch zum Stehen zu kommen. Das heißt, für die automatische Bremse kann ich verschiedene Stufen einstellen. Richtig. Wo kann man das machen? Also ich sage jetzt mal, ich will jetzt zum Beispiel Stufe 3 oder 4, ich nehme mal die 3 oder 4 und will das jetzt einstellen. Das geht hier in der Mitte mit diesem Knopf. Okay. Antippen. So, und dann auf die 3 wollten wir gehen. Ne? 3 oder 4. Und hier oben sieht man dann auch im Display. Da oben ist es dann aufgetaucht. Wenn ich das ändere, dann kann ich hier auch andere Stufen sehen. Ne? Und auch oben in unserer Fluginformation, wenn du mal hochguckst hier, da steht das jetzt auch, dass ich Stufe 3 ausgewählt habe. Das heißt, wenn man von Hand bremst, dann ist das eigentlich, damit kann ich den kürzesten Bremsweg erreichen. Richtig, genau. Vielleicht nicht ganz so angenehm für die Passagiere. Das ist recht unangenehm. Ja. Recht unangenehm oder unangenehmer, aber man kann das auch automatisiert machen. Mhm. Selbst das geht. Jetzt haben wir den nächsten Punkt abgehakt auf der Checkliste, dann können wir das auch abhaken. Okay. Und die Landeperformance, auch die steht hier auf dieser Seite. Wenn ich nochmal links gucke, da steht hier dann auch, welche Geschwindigkeit man fliegen muss. Ich weiß nicht, ob hier auch schon die Anfluggeschwindigkeit steht, aber so könnte man das dann ausrechnen als Pilot. Und wir nehmen jetzt mal an, dass wir das alles perfekt ausgerechnet haben. Man muss das dann hier unten im Flugplan noch eintippen, aber das ignorieren wir, das haben wir alles schon, das wird automatisch für uns gesetzt. Wenn wir da aber man kann das auch benutzen, das ist alles funktionell. Genau, also ich kann jetzt hier auf verschiedenen Seiten tippen, in den Ref, die Route, Departure. Schon klar. Und hier habe ich jetzt die ausgewählte Geschwindigkeit fürs Landen. Da steht jetzt mit 30 Grad Klappen, 150 Knoten. Das ist die Geschwindigkeit, die ich dann annehmen will. Ja. Ich kann aber auch hier 30 Grad mit 152 Knoten zum Beispiel nehmen. Dann füge ich das da ein, dann ist es da eingefügt. Und dann ist das unsere geplante Landegeschwindigkeit. Das geht auch alles, kann man alles eintippen. Ja. Genau. Super. Früher musste man das alles fliegen. Ja. Das nun heute zwar weniger, das macht der Autopilot, aber irgendjemand muss ja dem Autopiloten sagen, was er tun muss. Ja. Das ist bei der heutigen Technik eben auch gar nicht so ganz einfach. Da erfordert schon eine ganze Menge Wissen, Überblick und Kontrollen. Hier oben kann man auch dann noch die minimale Höhe für den Anflug einstellen, das Minimum.
Ja. Das ist so ein Knopf, der 2 Ringe hat. Also man kann mit dem äußeren, den äußeren Ring von dem Knopf drehen. Ne? Und den inneren macht den inneren. Und mit dem inneren kann ich hier unten auf dem Display, schau mal hier runter, aber kann ich das verstellen. muss ich dann da die Höhe einstellen oder nur wie viel Höhe über Grund das Also Minimum sein soll? Wenn hier Radio steht, dann ist das eine Höhe über dem Boden. 100 Fuß. Das ist tatsächlich 100 Fuß über Flugplatzhöhe. Über dem Boden, den ich da habe, genau. Und Aber wenn ich in der Karte, in der Flugkarte oder in der Anflugkarte, da habe ich dann zwar 100 oder 200 Fuß, wo mein Minimum ist, aber da steht ja auch die Höhe drin. Kann ich auch hingehen und sagen, ich will jetzt nur die Höhe einstellen? Das kannst du auch. Also dann gehst du zu diesem Knopf da oben, machst den äußeren auf Baro für Barometric Altitude. Okay. Und jetzt schaust du da unten hin nochmal. Da steht jetzt eine Baro-Höhe. Und das ist jetzt 220 Fuß. Das kann ich jetzt mit diesem Regler da oben auch ändern. Aber 220 Fuß heißt jetzt, Über ich bin dann über Meeresspiegel. Das kann also durchaus sein, dass das dann eben nur 100 Fuß über Grund sind oder wie viel auch immer. Ja, und wenn du in Denver anfliegst, der ist ja irgendwie 8000 Fuß hoch. Dann muss ich dann 8200 einstellen, wenn ich 200 Fuß, mein Minimum bei 200 Fuß über Grund haben will, richtig? Richtig, genau. Okay. Das geht auch alles. Okay, das haben, glaube ich, jetzt die meisten verstanden. Genau. Die Regel ist aber, wir müssen uns gar nicht darum kümmern. Das meiste im Aerofly ist auch schon voreingestellt. Nur wenn man sich auskennt, kann man das natürlich auch ändern. Ja, es geht ja darum, dass wir auch, und du kannst das so schön, ein paar Dinge erklären, dass wir sie nachher auch verstehen. Dann wird das, glaube ich, das ganze Fliegen nicht nur einfacher, sondern es macht einfach mehr Spaß, es ist interessanter. Auf jeden Fall. So, wo sind wir jetzt? Können wir nochmal zurückgehen auf die Karte? Wir gehen nochmal auf die Karte. Um zu sehen, wo wir jetzt sind. Also wir haben noch ein ordentliches Stück vor uns. Okay. Wir sind noch jenseits von allen Regionen, die wir haben hier auf dem iPad gerade. Oh, jetzt habe ich es aus Versehen verschoben. Ne? Das möchte ich ja nicht. Ich kann das auch rückgängig machen. Schau mal hier oben. Okay. Wenn ich darauf tippe, dann setzt er mich wieder zurück an die Position. Dann muss ich nicht da weiterfliegen, wo ich jetzt aus Versehen getippt habe. Ja, das habe ich aus Versehen getippt und dann kann ich das wieder toll, das habe ich jetzt auch nicht gewusst. Ja. Und dann fliegt er einfach weiter. Das heißt aber auch, ich kann das von Hand verschieben. Genau. Was passiert dann mit dem Autopilot? Würde der korrigieren, wieder auf die alte, ich sag mal, Standlinie zurückgehen und trotzdem den Flugplatz anfliegen können? Oder geht das dann nicht mehr? Wenn ich ihn auf meine Route setze, dann macht er das. Aber wenn ich mich woanders hinsetze, dann würde das... Dann geht das ja irgendwann nicht mehr. Ja, alles, was wir jetzt eingegeben haben, wäre dann wieder zurückgesetzt. Ne? Okay. Das ist aber anders, wenn ich hier vorwärts springe in der Zeit. Wenn ich vorwärts springe in der Zeit, dann bleibt dieser Zustand vom Flugzeug gleich. Das habe ich verstanden. Ja, dann würde ich sagen, wir springen noch mal ein Stück. Genau. Mal schauen, wie viel uns jetzt vor die Landebahn setzt. Wahrscheinlich sind wir schon kurz vor der Landung. Nochmal dahin. 3 nautische Meilen. Das ist schon sehr kurz vor der Landung. Jetzt hat er den Autopilot an. Oh ne, den hat er jetzt abgeschaltet, weil wir schon so dicht vor der Landebahn sind. Guck mal, da ist die Landebahn schon. Ja. So kann man alles überspringen einfach. Ja, jetzt könnten wir den Autopiloten nochmal einschalten oder geht das jetzt nicht mehr? Das müsste jetzt noch gehen. Ich mache mal nochmal den automatischen Schub an, sage hier Approach und drücke auf Autopilot. Jetzt kann der Autopilot auch mal ein bisschen fliegen. Ne? Ist vielleicht so tief über dem Boden keine gute Idee. Ja, also, das war jetzt ich schalte ihn perfekt ab. Genau, und das lande ich dann manuell. Jetzt hörst du schon die Ansagen. Das können wir noch ein bisschen lauter machen, ja. Kann ich ein bisschen lauter machen. Super, da ist die Piste. Es ist spannend. Ja, ist ein großer Flieger, er ist relativ träge. Und du steuerst den jetzt von Hand. Ich lande den jetzt von Hand, ja. Aber bitte nicht so hart aufsetzen. Ja, ich versuche. 50, 40, 30, 20, 10, Retard. 5. Die Boeing macht das selber, ne? Die sagt nicht Retard, der Airbus macht das immer. Okay. Habe ich aufgesetzt. Jetzt muss ich Umkehrschub geben. Ja, Umkehrschub. Den hast du jetzt von Hand gegeben, ja? Genau. Und das können wir uns nachher auch mal von draußen anschauen dann noch. Ja, wir machen gleich nochmal eine Wiederholung. Das heißt, jetzt bremsen wir ja. So, und jetzt würde ich das gerne von draußen auch nochmal sehen. Dann machen wir hier Pause. Ja, zack. mach mal. Ja.
Jetzt hast du da oben gedrückt und erst da tippen und dann hier da tippen. Ja, das kann man jetzt schlechter sehen im Video, aber jetzt, So, jetzt ist es. ja, einigermaßen. Genau. Auf jeden Fall, jetzt haben wir hier unten Da ist ein Balken. den Balken wieder, jetzt können wir es besser sehen. Den Und bewege. jetzt können wir entsprechend zurückgehen, wie wir wollen. Genau. Und ich kann auch jetzt natürlich trotzdem die Kamera noch ändern. Ne? Das wollen wir Ich ja. kann jetzt hier von außen schauen. Genau. So. So hat mir das gefallen. Jetzt kann ich es auch wieder abspielen hier unten. Ja. Ja, Drücke ich auf Play. drück mal. Das ist wie ein Video, aber ich kann während des Anschauens natürlich die Das Kamera ist die gleiche wechseln. Landung, aber aus einer anderen Perspektive. Genau. Und jetzt können wir sehen, ob du vernünftig aufsetzt, noch ein bisschen von der Seite, dann können wir es noch besser sehen. Du siehst, ich habe viel zu hoch, habe ich schon gezogen. Ja, aber sieht bis jetzt ja nicht so schlecht aus. Also ich glaube, du hast das schon mal gemacht. Aufgesetzt, ein bisschen gesprungen bin Toll. ich sogar. Ja. Und jetzt nochmal von hinten. Jetzt möchte ich sehen, wenn du die Bremsen hast, das hast du ja auch wieder von Hand gemacht. Aber hier die sind automatisch rausgekommen. Ja. Okay. Genau, und so sind wir jetzt ratz, mal eben die 8 Stunden oder 10 Stunden Flug haben wir ganz schnell übersprungen. Ne? Genau. Haben wir jetzt Ich gar kann nicht- dir sagen, in welcher Zeit. Wir haben das jetzt in 36 Minuten und 24 Sekunden geschafft. Ja. Ich finde, das ist toll. Und wir haben sehr viel erklärt dabei. Also das Ich geht auch fliege schneller. demnächst, wenn ich nach USA will, nur noch mit dir. In einer guten halben Stunde bin ich schon da. Da werde ich nicht müde. Das ist Das schneller ist als die fantastisch. Concorde, ja. Oder wir nehmen die Concorde, aber das wird ja jetzt schwierig. Ich glaube, da gibt es keine mehr, außer im Museum. Und wo noch? In London Heathrow steht eine. Und wo noch? Wer ist das Museum? Okay, ich frage anders. Wo zukünftig? Hier? Bei uns gibt es ihn im Simulator. Genau, im Simulator. Für die Zuschauer nur, das gibt es also zukünftig im neuen Simulator. Wo seid ihr gerade dabei? Bei der mobilen Version wird es die 2023 werden und die kommt, glaube ich, auch bald raus. Genau. Und freut euch schon drauf, da kann man auch die Concorde fliegen. Ich bin da schon geflogen und glaubt mir, ihr dürft mir wirklich glauben, es macht einen riesen Spaß, einen Höllenspaß. Ja, dir nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Ja. Das war jetzt ganz toll, was Gerne du doch. uns da alles erklärt hast. Jetzt sind wir mal ganz schnell von Frankfurt nach San Francisco geflogen. Das war eine ganz tolle Erfahrung, ein toller Flug. Jetzt musst du mal überlegen, wir haben eigentlich nichts dafür bezahlt und wir waren sogar im Cockpit. Wo gibt es denn sowas? Ja. Das gibt es bei uns, das gibt es bei IPAX, wenn man diesen Flugsimulator hat. Uns macht wirklich Riesenspaß mit dir. Ich danke dir, ich danke den Zuschauern fürs Zuschauen und wünsche alles Gute, schönes Wochenende Ja. und bis zum nächsten Video. Wiedersehen, danke fürs Zuschauen.